Ja, der Wahnsinn. Das ist ein Boden unten drunter und hier ist Fußbodenheizung drin. Genau, das ist jetzt der Boden 2 mit einer Fußbodenheizung. Du siehst die Rohre wie im Haushalt auch, die dann unterm Estrich verschwinden. Und wir machen da noch Wärmeleitbleche dazwischen, damit die Wärme noch weiter in den Wohnraum strahlt. Arbeitet mit allen Tricks, oder? Genau. Man merkt das nämlich auch, also es gibt so Stellen an dem Reisemobil, ich gehe mal kurz auf die Seite, da wird es auch richtig schön warm und ihr habt die Stellen natürlich gewählt, wo die Füße auch immer sitzen, gell? Genau, also du siehst jetzt hier, wenn da mal eine Zeit lang nichts ist, da steht die Möbel drauf und die müssen wir nicht extra beheizen. Ja, das ist im Zweifel sogar kontraproduktiv, je nachdem was drin ist, man will es ja nicht warm haben. So, und hier vorne sieht man die Maschine, das ist Hightech. Das ist Hightech, wir haben hier das Paternoster, wo das Grundmaterial oder die Aluminiumrollen drin sind und die Arbeitsbühne. Die Kollegen fertigen auch hier alles nach Zeichnung. Ihr habt 2 verschiedene Materialstärken, je nachdem was für ein Auto es ist? Genau, wir haben 2 verschiedene Materialstärken und natürlich dann Aluminium und GFK, weil auf dem Dach und Unterboden, haben wir jetzt vorhin gesehen, verwenden wir GFK. So, wir filmen heute am Freitag extra, denn gleich ist Feierabend. Ihr seid nett zu euren Mitarbeitern, die müssen hier nicht freitags bis um 20 Uhr schuften. Nein, wir haben unter der Woche machen wir immer eine halbe Stunde länger, um am Freitag dann 2 Stunden früher zu gehen. Made in Germany, warum werden die nicht in Taiwan gebaut, die Fahrzeuge? Also Taiwan weiß ich nicht. Ja, aber Fernost hört man ja immer öfter. Ich sag mal so, Mercedes-Benz geht den Weg, die bauen jetzt da unten die ersten Fahrzeuge. Es geht gar nicht, oder? Nein, wir sind hier auf dem Niveau unterwegs. Wir könnten das gar nicht zukaufen und dann hier exportieren. Also der Standort Schlüsselfeld war von vornherein immer klar für uns, dass wir hier bleiben und auch hier investieren. Ich habe dich überrascht jetzt, oder? Mit Taiwan. Wie kommt ihr auf die Idee? Wenn wir mal Klamotten herstellen würden, würde ich es ja noch nachvollziehen, aber bei Reisemobilen, weiß nicht, haben die PKWs ja, ne? Ich sag mal nur so Beispiele. Ich habe dich gebeten, hey, kann ich mal den und den Boden haben? Ich hätte gerne einen anderen Boden. Jetzt, lieber Robert, wo wir uns doch so gut kennen. Da hast du mir geantwortet, geht nicht, weil ich bestelle nicht nur eine Rolle. Du bestellst Hunderte, oder? Wir lassen den Boden ja für uns fertigen. Du siehst das auch hier, wenn wir jetzt hergehen. Hier ist das Paternoster. Ja. Das ist die Auswahl an. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz dahin. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja wie im Baumarkt hier so ein bisschen, oder? Genau, das ist ähnlich wie im Baumarkt. Wir haben natürlich auch noch alte Dekore drin, die wir wegen am Ersatzteil noch bevorraten. Aber dann haben wir auch neue Dekore. Das ist jetzt im Prinzip ein neues Dekor. Da das ist der Schokoboden? Genau, da oben haben wir das neue Dekor. So, ich habe ja Schoko bestellt. Genau. Und hier ist der neue, schau mal. Das ist der neue Cappuccino-Boden. Nein, du hast einen Cappuccino-Boden. Ich habe einen Cappuccino, okay. Cappuccino-Boden. Sicher? Ja, weiß ich, weil wir haben lang drüber gesprochen. Der war dir zu dunkel. Weil in der Auftragsbestätigung stand Schoko drin. Sicher? Egal. Ich nehm das, was kommt. Ich bin ja ein netter Kunde, muss ich dazu sagen. Das heißt, also geht schon mal was schief, dass ihr was bestellt und dann bauen die was anderes ein? Ja, ich meine, die Kommunikation funktioniert leider nicht immer. Es kann sein, dass der Kunde A meint und wir B verbauen. Aber da ist auch... Man muss dreimal gucken, man muss dann unterschreiben. Das heißt, also der Kunde hat es im Zweifel freigegeben. Genau, es gibt den Kaufvertrag, dann gibt es die Auftragsbestätigung und bevor wir das Reisemobil produzieren, gibt es noch eine finale Freigabe des Kunden. Der Kunde muss dann im Prinzip die Position durchgehen und unterzeichnen. Sag mal, viele Händler bestellen ja auf Lager, muss man sagen. Es geht ja gar nicht mehr anders. Ansonsten hätte es ja gar keine Fahrzeuge mehr da. Wie viel Prozent der Fahrzeuge werden denn auf Kundenwunsch individuell gebaut und wie viel hat der Händler bestimmt? Na gut, wir haben jetzt, ich sag mal, Kundenwunsch individuell bestimmt größer 80%. Echt? Ja. Und der Händler bestellt nicht auf Lager, sondern in die Ausstellungshalle. Meine ich. Genau. Ja, genau. Und der Ausstellungsanteil ist, ich sage mal, zwischen 18 und 20%. Okay, das heißt, wenn ich dann so ein Fahrzeug kriege, das ist meistens schon sehr gut ausgestattet, der Händler kennt sich aus. Sollte man auf den Händler hören? Ja, das ist wie beim PKW auch, wenn ich in so eine Ausstellungshalle gehe. Also A, muss es der Händler eine gewisse Zeit zeigen können, weil wenn er schnell verkauft, hat er nichts mehr zum Zeigen. So, das ist der Boden. Das ist der Boden, genau. Wahrscheinlich sogar deiner. Tarkett, das ist nicht der billigste. Nein, aber wir machen auch hier bei der Materialauswahl und bei der Lieferantenauswahl, setzen wir auf Qualität. So, dass er also nicht direkt zerstört wird. Made in the EU, also ich weiß es zufällig. Der ist aus Belgien. Der ist aus Belgien. Der ist nämlich nicht ganz billig. Tarkett kenne ich nämlich sogar zufällig. So Details, die verraten wir mal. Man könnte ihn ja auch rausreißen als Konkurrent und mal gucken, was er verwendet. Aber ich sag mal, das ist ein guter Hersteller, Tarkett? Ja, den Hersteller haben wir jetzt, ich glaube, seit 8 Jahren. Und bis jetzt funktioniert alles reibungslos. Ja, vorne sieht man es. Das sind Schaumstoffplatten, würde ich jetzt mal sagen. Genau, oder was ist das? Das ist das Styrofoam, das im Prinzip dann für die Dämmung im Fahrzeug sorgt und verschwindet dann zwischen den Seitenwänden, Böden, Dächern
Das sieht man am Schluss nicht. Am Schluss sehen wir dann, wenn man so eine fertige Seitenwand ansieht, sieht man das PU. Und das sind alle Schraubpunkte. Das ist der Ersatz fürs Holz, weil du eingangs gesagt hast, wir verwenden kein Holz. Okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es könnte ja mal ein Malheur passieren. Also jemand hat jetzt Wasser nicht abgestellt, eine Leitung platzt wirklich mal, wenn es denn gefriert. Es kann ruhig volllaufen. Es kann so schnell nichts passieren, oder? Nein. Ich sag mal, wenn man das Fahrzeug verlässt und die Wasserpumpe anlässt und die Wasserpumpe arbeitet 3 Tage und da mal eine Leitung platzt oder eine Schelle sich löst, dann ist der Boden 1, da ist kein Holz dabei. Da ist kein Holz, da ist es im Prinzip der Kunststoff, der saugt kein Holz, das Wasser kann ablaufen. Ihr habt die Elektrotechnik auch so montiert, dass... Die ist immer abgehoben, also nicht am Boden montiert, sondern immer an der Seitenwand, dass da kein Kabel am Boden liegt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn mal was passiert, ihr habt dafür gesorgt, dass nicht alles sofort zerstört wird. Ja, so langsam wird hier Feierabend. Das Thema Produktion in Franken, ja, das ist natürlich ein Megathema. Immer mehr produzieren jetzt in Schlüsselfeld. Ihr habt ja, ohne Witz, wenn ich hier, also ich habe den Parkplatz betroffen, viele Firmen hier, nicht nur Reisemobilhersteller. Wir haben hier die Firma Dennert, die produziert Fertighäuser auf höchstem Niveau. Wir haben hier die Firma Poraver, die im Baustoffbereich ganz groß ist. Wir haben hier die Firma BIC gegenüber von der Autobahn, die du aus meinem Büro, früher konnte man es sehen, die im Spielzeugbau eigentlich ein globaler Player ist. Wir haben Bekleidungshäuser wie die Firma Puma oder die Firma Adidas. Also die Franken ist schon eine sehr starke Region. So, das ist eine Bushaltestelle. Genau, das ist unser Kanban-Bushaltestelle. Du musst nach unten leuchten. Das sind im Prinzip die Schütten, die Kanban-Schütten, und die werden von Lageristen dann zweimal am Tag abgeholt und befüllt. Also am Montag sind die Schütten nicht mehr am Boden, sondern im Regal. Ohne Witz, ich habe eben gedacht, das ist hier, damit die Mitarbeiter wissen, wann der Bus vor der Tür abfährt. Nein. Das ist der Materialbus. Also ihr habt doch unglaublich viel Besuch von der Berufsgenossenschaft, wie ich sehe. Das heißt, alles muss hängen, aber das macht alles Sinn, auch wenn die Vorschriften immer schlimmer werden, oder? Nein, aber natürlich. Also ich meine, im schlimmsten Falle, wenn jetzt einem Kollegen was passiert, wäre es das Schlimmste, wenn man nicht reagieren kann. Wir sind zwar sehr zentral angebunden, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass da ein Kollege auf den Boden fällt und wir müssen warten, bis in 10 Minuten ein Krankenwagen da ist, dafür haben wir ja die Ersthelfer. Die haben auch eine Ausbildung. Die werden regelmäßig ausgebildet, die sind auch genannt. Man sieht das hier auf Abteilungsebene, sodass da eigentlich die Ersthilfe sehr schnell agieren kann. Ihr habt bestimmt auch Leute, die bei der Feuerwehr sind, bei der Freiwilligen, bei 300 Leuten. Das heißt, also ihr habt Leute da, die handwerklich zupacken können. Genau. Es passieren viele Betriebsunfälle? Nein, also es passiert ab und an mal, aber nicht übermäßig. Okay, also gut. Thema Arbeitsschutz, ja, gehen wir nochmal raus, denn wir sind tatsächlich in der Vorbereitung für Platz Nummer, da oben ist es, 7. Und Platz Nummer 7 hat nämlich was ganz Besonderes. Hier sind die ersten Möbel zu sehen. Genau, wir sehen ja auch hier die modulare Bauweise. Also die Möbel werden in der Schreinerei komplett vorkonfektioniert und hier nur noch aufs Fahrzeug gehoben, ausgerichtet und festgeschraubt. Wahnsinn, hier sieht man auch das Thema alte Fußbodenheizung. Überall verläuft das Ganze. Die haben sich schon Gedanken gemacht. Das heißt, wenn man die Option hat, eine alte zu bestellen, man soll es mitbestellen. Das ist das warme Wasser, was ganz anderes wie Luft. Ich gebe dir bei allem recht, nur ist es bei uns Serie. Man kann die nicht mitbestellen. Ich sag nur bei anderen Reisemobilen, wenn ich die Wahl habe, die Qual der Wahl. Ja, dann würde ich auf alle Fälle eine Warmwasserheizung bevorzugen. Man sieht das, ja, überall immer mehr Lithium. Das heißt, das Thema Lithium ist bei euren Reisemobilen, glaube ich, fast gesetzt, oder habt ihr noch viel AGM? Der Anteil ist die letzten 2 Jahre extrem gewachsen. Also ich sage mal, wir kommen von wahrscheinlich 2-3% und haben jetzt mittlerweile einen Anteil von 60-70% bei der Lithium-Ionen-Technik. So, das ist der Kühlschrank von hinten. Was ist das für ein Kühlschrank? Das ist ein Dometic RMD10. Die verbauen wir bei allen Fahrzeugen. AS. Genau. Ein AS-Kühlschrank. So, und jetzt sind die ersten Möbel schon da. Auch die wurden jetzt exakt gefertigt. Die Varianz bei euch ist nicht so riesig, muss man sagen. Das heißt, also ihr könnt jetzt nicht aus 5000 verschiedenen Stücken wählen. Man kann das nicht individuell bauen lassen, aber du hast mal zusammengerechnet, wie viele Variationen es im Möbelbau gibt. Wahrscheinlich Millionen, oder? Wahrscheinlich ja. Also wenn wir da hinkommen, das Problem ist, wir arbeiten ja in einer modularen Bauweise hier an einer Serienfertigung und dann kann man nicht alles mitmachen, wobei wir in der Umsetzung eigentlich so funktionieren, wenn das Sinn macht und wenn es unser Produkt nach vorne bringt, dann haben wir ein offenes Ohr. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. So sieht die Heizung aus, die man normalerweise ja gar nicht mehr sieht. Genau, die verschwindet dann hier hinter der Sitzbank oder hinter der Verkleidung bei einer Barversion.
wird die komplett aufgeräumt. Und da vorne ist das Entlüftungsteil, also hier rüber wird entlüftet. Ja, wenn man das ist im Prinzip dann immer der höchste Punkt und dann kann der Kunde entweder selber entlüften oder bei einer Inspektion entlüften lassen. so das Thema Rappeln und Klappern von Möbeln. Wie ist die Bauweise bei den Möbeln? Klär mich mal auf. Werden die jetzt verschraubt oder werden die jetzt verklebt? Stehen die auf dem? Nein, die Möbel werden alle verschraubt. Also wir sehen das, wenn du jetzt mal links reinleuchtest hier. Das ist jetzt ein Duschpanel. Ein Duschpanel? Genau. Echt? Ja. Stark. Das wird jetzt komplett verschraubt. Natürlich hinten mit Kleber fixiert, aber in der Regel ist das alles verschraubt. So, das ist Handwerkskunst. Hier vorne sieht man auf der rechten Seite, was so Krach macht, was man so ein bisschen hört. Das ist die Schreinerei. Das ist die Schreinerei, genau. Da haben wir den Modulbau. Der Maschinenpark ist die Halle weiter vorne. Und hier ist der Modulbau, sprich die konfektionieren hier auf Fertigung oder auf Fahrzeug die kompletten Module vor. Die Sitzbank wird dann ans Band gefahren und ins Fahrzeug gehoben, montiert. Das ist der Wahnsinn. Also wenn du überlegst, dass jedes hat seine eigene Nummer, er muss es herstellen, es dürfen keine Fehler passieren, sonst hängt der ganze Takt. Genau, die Logistik ist extrem. Also das ist eine mit der wichtigsten Abteilungen, die Produktionslogistik und natürlich die Ablauflogistik, die dahinter steckt. Sag mal, wenn hier Freitag um kurz nach 12 Feierabend ist, ja, ist bei dir noch keins, oder? Nein, in der Regel nicht. Da lacht er. So, hier vorne sehen wir es. Also überall habt ihr so Kleinigkeiten. Multiplexes hier verbaut, also echte Qualität, oder habt ihr Spanplatten auch im Einsatz? Nee, das ist vom Gewicht her verwenden wir kein Multiplex, weil das. Nee, was ist das? Das ist Sperrholz. Echt? Das ist Sperrholz. Wir haben hier im Prinzip eine Sperrholzlage auf mehrere Lagen aufgebaut. Dann kommt hier eine, ach sag's mir, jetzt fällt es mir nicht ein, lass mich mal schnell über ein Sperrholz. So, ich zeig dich mal gerade in so einem Moment des Hängers, wenn Emma was nicht weiß. Aluminium und zur Verstärkung, also wenn man drauf drückt, damit es nicht komplett. Jetzt fällt mir das Material nicht schlimm. Also es ist Folie, dann kommt eine harte Mittellage und dann das Sperrholz. Aber das machen wir, oder das ist im Prinzip ein Leichtbauthema. Multiplex wird wahrscheinlich das 5-fache wiegen. Ja. Und das Fahrzeug wäre dann unfahrbar. Ja, ich hab gesehen, es gibt andere Hersteller, die verwenden mittlerweile Kunststoff in der Mitte mit so Hohlräumen und allem drum und dran. Das ist ja auch eine Frage der Verarbeitungsmöglichkeit. Die haben ja erzählt, das ist unglaublich schwer zu verarbeiten. Das hier kann mit einer CNC-Maschine ausgeschnitten werden? Ja, natürlich. Bloß das Problem beim Kunststoff ist, dass das mit unheimlich hohen Werkzeuginvestitionen verbunden ist und bei der Stückzahl, die wir produzieren, das keinen Sinn machen würde. Ihr seid jetzt ein großer Reisemobilhersteller in der Klasse in Europa. Für amerikanische Verhältnisse werdet ihr ein ganz kleiner. Wahrscheinlich, ja. Wobei der amerikanische Markt ja mit dem europäischen vielleicht mittlerweile vergleichbar ist, aber dennoch größer ist. Was? Das hier ist ein Badezimmer? Das Stimmt gar nicht. Das ist beim Eingang, das ist die Vitrine, wo der Fernseher drin hängt. Vorne sieht man auch mal die Auszüge, das muss ja auch halten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Kunden 17 Mal zurückkommen, das dann noch reinschreiben bei Google. Die Firma Morelo, ganz schlimm. Aber wenn mal was quietscht, mal was hakt, also oft ist das so, man kann hier einen Termin machen. Letztes Mal haben wir die Spiegel nach 3 Jahren, die haben ein bisschen geknarzt. Da waren die Kollegen da, haben die Leitern angebaut. Das hat richtig Spaß gemacht, danach war es weg. Genau, also ich meine, die Physik können wir nicht ausschalten, genauso wie die anderen Hersteller. Das ist das Fahrzeug, das sich permanent in Bewegung befindet. Das ist das Fahrzeug, das ist der Witterung ausgesetzt, sprich Feuchtigkeit, Wärme, Hitze, Kälte. Und die Materialien arbeiten ja alle unterschiedlich. Wir haben jetzt gesehen, wir haben Kunststoff, wir haben Holz, wir haben Metall und dementsprechend unterschiedliche Kräfte im Einsatz. Und dann ist es natürlich das Spaltmaß, sage ich jetzt mal, das Klassische, das hier perfekt eingestellt ist. Das Bandverlässt auch noch perfekt eingestellt ist, aber nach den ersten 1000 Kilometern der Schrank schief hängt, weil das einfach in Arbeit ist. Gut, das hast du zu Hause nicht. Das hast du zu Hause. Da steht er bei 22 Grad immer, da ist der Sohn, der vielleicht mal die Schranktür rausreißt. Du fährst mit deinem Schlafzimmer aber auch nicht in Urlaub, ne? Hast du fein gesagt. Ja, hier, dieser Mechanismus, der flecht mich immer wieder, wenn ich die Tür zumache, der gleitet auf zu Tausende von Malen und der hält, da ist eine winzige Kunststoffnase, die hier, ja, das hier ist die Tür, gell? Genau, das ist die Schiebetür, die dann im Prinzip den Schlafbereich oder das Badezimmer vom Wohnbereich oder Küche trennt. Ja, auch die muss 10.000 Mal. Ja, das ist die neue Holzfarbe, die ihr habt, die kommt gut an? Genau, das ist die neue Wohnwelt Live. Wir haben im Prinzip Live und Trend, wenn du nach rechts schiebst, haben wir das Trend, das Dunkle und da kann der Kunde selber wählen. So, dann gehen wir nochmal rein, zeigen das Ganze mal, denn auch Schränke und so weiter, was ich zeigen wollte, die kommen also nicht mit einem großen Container aus Fernost, sondern die werden tatsächlich von engagierten Handwerkern hier zusammengebaut in Schlüsselfeld und als Beweis, so,
ihr könnt die Werkstatt wieder abbauen jetzt für die Filmarbeit. Nee, die ist da und die ist direkt natürlich neben der Produktion, just in time. Genau, wir haben hier den Modulbau, der im Prinzip hier direkt ans Band liefert. Wir haben hier ein kurzes Zwischenlager und hier wird nach dem Baukastenprinzip mittels Kran aufgesetzt und montiert. So, der Kran ist oben drüber, der verläuft komplett, das heißt... Die Maschine läuft von hier bis komplett nach vorne auf die Station 2. So, das war ja keine alte Malerhalle, die ihr umfunktioniert habt, wo zufälligerweise ein Kran war, sondern das wurde exakt für euch gebaut, angefertigt, nach den Erkenntnissen von jahrzehntelangen Erfahrungen, oder? Genau, also der Firmengründer, der Jochen Reimann, der kam ja aus dem Bereich, der wusste ganz genau, wo er hinlangen muss, wie er es zu entwickeln hat. Wir haben keine 20 Gebäude, die irgendwie verschachtelt ineinander zu einem Unternehmen funktionieren, sondern es ist alles in einem Gebäude integriert. Die Logistikprozesse abgestimmt, also egal jetzt Warenanlieferung oder Teilezulieferung, ist alles aufeinander abgestimmt. So, das ist 7 und 8 gewesen. Hier sieht man also schon 2 Stationen. Wir sind zu Gast bei Morelo mit Robert Crispens, Geschäftsführer bei Morelo. Es gibt wie viele Geschäftsführer? 2. 2. Genau, also ich habe den kaufmännischen Part und der Reinhard Löhner den technischen. Ich habe das Gefühl, du hast aber auch einen kleinen technischen Einblick. Ja, den braucht man auch. Für den kaufmännischen Part. Ja, vielen Dank. Schaut zu, es geht weiter. Tschüss.